Ich bin mir sicher, jeder von euch war schon mal in der Situation, an einem Montag mit all den neuen Zielen frisch in die Woche zu starten und dann habt ihr ziemlich schnell festgestellt, dass euch noch Aufgaben der letzten Woche nachhängen, die erstmal noch erledigt werden müssen. So kommt man dann super schnell in einen zeitlichen Verzug, schafft die geplanten Aufgaben für den ersten Tag der Woche nicht und dann ist man gleich wieder demotiviert, weil dieser frische Start jetzt ruiniert wurde. Um das zu umgehen, habe ich eine Weekly Reset Routine. Also eine Routine, mit der ich mein Umfeld einmal pro Woche auf einen bestimmten Status zurücksetze, um mit mehr Produktivität und Effizienz in die neue Woche zu starten. Diese Routine möchte ich gerne mit euch teilen, um euch dazu zu inspirieren, euch auch ein paar Gewohnheiten anzueignen, die, wenn ihr sie wöchentlich wiederholt, euer Leben zwischen den Reset Days vereinfachen werden. Als Reset Day bietet sich natürlich der Sonntag an, aber ihr könnt natürlich auch einen anderen Tag wählen oder die Routine auf mehrere Tage aufsplitten. Legen wir los mit dem ersten Schritt. Aufgeschobene Aufgaben abarbeiten. Ich nehme mir dafür meine To-Do-Liste vor und untersuche die einzelnen Aufgaben, die noch von der Woche übrig geblieben sind. Einige davon haben sich vielleicht einfach erledigt, die kann ich also wegstreichen. Andere habe ich so lange aufgeschoben, weil ich keine Lust hatte, sie zu erledigen und für manche Aufgaben hat mir auch einfach die Zeit gefehlt. Ich suche mir also die Aufgaben heraus, die zu den beiden letzten Kategorien gehören und überlege, ob ich alle notwendigen Ressourcen und Informationen dafür habe. Aufgaben, die mir besonders schwer fallen, breche ich in kleine Unteraufgaben runter, sodass die Hürde, diese Aufgabe zu bewältigen, niedriger ist. Und dann bringe ich alle Aufgaben in eine Reihenfolge und beginne, diese abzuarbeiten. Der zweite Schritt in meiner Reset-Routine ist das Aufräumen und Putzen. Für mich macht es einen enormen Unterschied, ob ich in einer aufgeräumten und sauberen Umgebung arbeite, da ich mich dann nicht so leicht ablenken lasse. So kommt man dann auch unter der Woche nicht so häufig auf die Idee, erstmal noch dieses oder jenes aufzuräumen, bevor man mit den wichtigen Aufgaben starten kann. Das spart zum einen Zeit und zum anderen können wir in der Woche unseren Fokus auf das Wesentliche lenken. Ich beginne immer damit, die Wohnung aufzuräumen und alles auszusortieren, was keine Verwendung mehr hat. Damit das nicht zu einer zu großen Aufgabe wird, versuchen wir, die Wohnung auch innerhalb der Woche immer wieder weitestgehend aufzuräumen. Da reichen meistens schon 10 Minuten am Tag, um die Kissen auf der Couch zu ordnen, Papierkram zu sortieren und die Kleidung wegzuräumen. Ich habe dafür auch schon lange eine Putzroutine, also eine bestimmte Reihenfolge und Technik etabliert, nach der ich die Wohnung putze. So eine Putzroutine kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Die hilft mir enorm dabei, Zeit zu sparen. Früher habe ich einfach fast einen halben Tag für die ganze Wohnung gebraucht und mittlerweile sind es kaum mehr 2 Stunden. Als nächstes geht es für mich an die wöchentliche Contentplanung. Da ich nicht nur YouTuberin bin, sondern auch täglich auf Instagram und TikTok poste, habe ich schnell gemerkt, dass man ohne Planung und Vorproduktion keinen konstanten Upload-Schedule verfolgen kann, der allerdings für den berühmt-berüchtigten Algorithmus sehr wichtig ist. Also setze ich mich jeden Sonntag hin und plane zuerst, welche Reels ich für Instagram produzieren will. Meistens habe ich dafür über die Woche schon einige Ideen gesammelt, die ich dann nur noch strukturieren muss. Dann geht es weiter mit TikTok. Dafür brauche ich auch wöchentlich 14 neue Ideen, also für jeden Tag 2 Videos. Meistens durchforste ich dafür erstmal die Kommentare und markiere mir einige, auf die ich mit einem Video antworten könnte und ergänze diese Liste dann durch eigene Ideen. Zum Schluss geht es noch an die YouTube-Videos. Meistens plane ich die Themen der Videos monatlich vor, einfach weil YouTube die aufwendigste Plattform ist und man da in der Produktion etwas mehr Vorlauf braucht. Ich schreibe dann noch die Skripte für die Videos und überlege, wann ich welche Teile drehen möchte, auch unter Berücksichtigung von Fristen für Kooperationen. Die Videoplanung geht bei mir meistens nahtlos in die Wochenplanung über. Ich plane meine Woche nach wie vor mit Google Calendar. Dazu habe ich auch schon mal ein separates Video gemacht, was in der Infobox verlinkt ist. Ich plane super gerne mit der Time-Blocking-Methode, sodass ich auch sehe, welche Aufgaben wie viel Zeit in Anspruch nehmen und wie viel Zeit dann überhaupt noch für andere Dinge übrig bleibt. An der Stelle muss natürlich auch gesagt werden, dass ich es in den seltensten Fällen schaffe, genau in der blockierten Zeit zu bleiben, aber als Orientierung hilft dieses System trotzdem sehr gut. Ich setze mir im gleichen Zug auch realistische Ziele, die ich in der kommenden Woche erreichen will, denn Ziele motivieren mich mehr und am Ende der Woche kann ich meine Zielerreichung kontrollieren und eventuell optimieren.
Dann kommt ein Teil, den ich noch mehr liebe als die Wochenplanung, und zwar das Meal Planning. Meistens gehen wir Anfang der Woche einkaufen und damit man nicht nur irgendwelche Zutaten im Kühlschrank hat, sondern auch Gerichte für 7 Tage daraus kochen kann, empfiehlt es sich, die Mahlzeiten vorher zu planen und die Zutaten dafür in einer Einkaufsliste zu notieren. Ich mache mir dafür aber keinen strikten Mealplan im Sinne von montags isst du das, dienstags das und so weiter, sondern schreibe mir einfach die Zutaten von Mahlzeiten auf, die ich generell in der nächsten Woche essen möchte. Dafür browse ich gerne auf Rezeptaccounts auf Instagram oder Pinterest und notiere mir die Zutaten in einer App namens Hungry. Nun kommen wir zu dem Teil der Reset Routine, der nicht mehr so auf Planung und Organisation, sondern eher auf Mindset ausgerichtet ist. Ich reflektiere dafür seit einiger Zeit meine Woche und schreibe mir auf, was die Woche passiert ist, meine Gefühle der Woche und Sachen, die mir besonders in Erinnerung bleiben sollen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber seit der Pandemie vergeht die Zeit für mich viel zu schnell. Die Tage und Wochen fließen ineinander und ziehen an einem vorbei und oft wusste ich gar nicht mehr, was die letzte Woche eigentlich alles passiert ist, was ich eigentlich alles gemacht habe. Und diese wöchentliche Reflexion hilft mir, die Highlights aus der aktuell eher eintönigen Zeit herauszuarbeiten und mir an der Stelle klar zu werden, dass mein Leben auch jetzt besonders ist, selbst wenn gerade keine Konzerte oder Partys stattfinden. Im gleichen Zug schreibe ich mir auch auf, worauf ich mich in der nächsten Woche freue, und zwar für jeden einzelnen Tag. Das müssen absolut keine großen Sachen sein. Meistens reicht es für mich schon, dass donnerstags GNTM läuft, um mich auf den Donnerstag zu freuen. Und wenn es keine externen Freufaktoren an bestimmten Tagen gibt, plane ich selber welche ein, zum Beispiel an dem Tag Essen zu bestellen oder mit meinen Eltern zu telefonieren. Am Abend gönne ich mir meistens noch ein bisschen Beauty- und Self-Care-Zeit, in der ich zum Beispiel meine Nägel neu mache, meine Augenbrauen zupfe oder eine Maske anwende und dabei Videos von meinen Lieblingscreatoren schaue. In dieser Zeit werde ich auch super gerne kreativ und gestalte zum Beispiel mein Fotoalbum weiter. Das bringt mich immer total runter und man kommt mal auf ganz andere Gedanken als im Alltag. Und wenn ich mich besonders inspiriert fühle, browse ich auch gerne durch Pinterest und erstelle mir ein kleines wöchentliches Vision Board. Viele machen das ja zu Beginn des neuen Jahres, aber ich finde das so inspirierend, dass ich das gut und gerne jede Woche mache. Natürlich dann nicht so umfangreich, sondern einfach mit ein paar Bildern, die zu meinen aktuellen Zielen passen. Für mich ist Inspiration eng mit Motivation verknüpft. Wenn ich inspiriert bin, springe ich morgens förmlich vor Motivation aus dem Bett und dadurch habe ich für meine Aufgaben viel mehr Drive und kann dementsprechend meine Ziele besser erreichen, als wenn ich nicht inspiriert bin. Für mich war dieses wöchentliche Vision Board ein absoluter Gamechanger, also probiert es gerne mal aus. Das waren alle Schritte meiner wöchentlichen Reset-Routine. Natürlich mache ich nicht jede Woche wirklich jeden einzelnen Schritt davon, versuche mich aber weitestgehend daran zu halten. Ich hoffe, dieses Video konnte euch ein bisschen dazu inspirieren, euch auch eine Weekly Reset Routine anzueignen und in euer Leben zu integrieren. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was in eurer Routine auf gar keinen Fall fehlen soll. Abonniert auch gerne meinen Kanal für mehr solcher Videos und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder.